Willkommen zum zweiten Teil von 10 Tage Frühling. Heute habe ich einmal 2 unterschiedliche Kränze für euch, die ich mit Aquarellfarben umsetze. Für diesen Frühlingskranz kannst du 4 bis 5 Farben miteinander kombinieren und so deine Farben gut aufeinander abstimmen. Ich nutze hier zum Beispiel ein warmes Gelb, Knocked in Gold. Das kann man auch gern mit einem kalten Gelb, zum Beispiel Zitronengelb, kombinieren. Dazu kommt dann ein warmer Blauton, zum Beispiel Ultramarin, und ein kalter Blauton, zum Beispiel Cerulean Blue bzw. Ceruleanblau. Und diese beiden Blautöne lassen sich dann mit den gelben Farben zu schönen satten Grüntönen mischen. Mit einem Rot lassen sich wunderschöne violette Farbtöne mischen. In meinem Fall ist das jetzt hier Rose Madder. Das kann aber auch zum Beispiel Alizarin-Karmesin sein oder ein anderer Rotton, der so leicht ins Roséfarbene geht. Ja, und diese Violetttöne, die passen dann wiederum hervorragend zu den gelben Blüten. Möchtest du ein bisschen tiefer in die Farben einsteigen, dann schau dir gerne mal die Tipps vom Farbenfreitag an. Der Farbenfreitag ist eine fortlaufende Serie hier auf meinem YouTube-Kanal. Die Playlist dazu verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Selbstverständlich kannst du dir aber auch gerne natürlich deine eigene Farbpalette für den Kranz anlegen und mit ganz anderen Farben experimentieren. Mit einem Zirkel habe ich mir einen Kreis zur Orientierung angelegt und dort platziere ich nun meine ersten Blüten. Für diesen Kranz starte ich mit den größten Blüten und um es mir einfach zu machen, platziere ich sie im Viertelabstand. Es kann harmonischer wirken, wenn man mit ungeraden Anzahlen arbeitet. Da ich jetzt hier aber weiß, dass ich weitere gelbe Elemente nutzen werde, versuche ich es mal mit einer geraden Anzahl, also 4 Blüten in diesem Fall. Damit mein Kranz möglichst lebendig wirkt, spiele ich mit dem Farbauftrag, so dass die Farbe mal heller und mal dunkler erscheint. Und auch mit der Größe der Blüten und der Blätter, die ich hier im Weiteren malen werde. So gibt es also Elemente, die mehr im Fokus stehen und Elemente, die ein bisschen zurücktreten und mehr so als Füller dienen und damit Volumen in den Kranz bringen. Je mehr man zu entdecken hat und das Auge im Bild wandern kann, desto schöner wirkt ein Motiv in der Regel. Da ein Kranz mit seiner runden Form relativ einfach zu erfassen ist und damit schnell langweilig wirken kann, ist es meiner Meinung nach umso wichtiger, diese einfache Form interessant zu gestalten. Ja, zusammengefasst kann man also sagen, dass es darum geht, Abwechslung zu schaffen, mit zum Beispiel diesen 3 Elementen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Erstens mit dem Farbauftrag, dass also jedes Blatt und jede Blüte nicht einfach nur mit einer Farbe ausgemalt ist, sondern eben lebendig aquarelliert wird. Zweitens mit der Größe und der Form der Elemente, also zum Beispiel klein gegen groß oder auch länglich gegen oval. Und drittens in der Wahl der Farben. Wir haben hier jetzt in meinem Fall einen Komplementärkontrast von Gelb und Violett. Und Grün ist dabei das verbindende Element. Ein Komplementärkontrast ist ein Farbkontrast von 2 Farben, die im Farbkreis möglichst weit voneinander entfernt liegen, also die gegenüber liegen. Und Gelb und Violett ist da ein ganz klassisches Beispiel, was auch auf andere Arten gern genutzt wird. Und wenn alle Farben auch untereinander gemischt sind, wirkt dein Bild ganz automatisch homogen. Ganz im Gegensatz, als wenn du zum Beispiel vorgemischte Violett- und Grüntöne aus deinem Aquarellkasten nutzt. Aber wie gesagt, fühl dich da natürlich bitte frei, deinem eigenen Farbempfinden zu folgen. Übrigens, falls du auch auf Instagram unterwegs bist, dort findest du mich mit @youdesignme.de, freue ich mich, wenn du deinen Blumenkranz vielleicht mit mir teilen magst. Ich bin gespannt zu sehen, wie du das Ganze umsetzt. Ich freue mich, wenn ich dir mit diesen Tipps und dem Kranz eine frühlingsfrische Inspiration geben kann und du Lust bekommst, deinen Pinsel übers Papier tanzen zu lassen. Damit aber nicht genug, denn ich möchte noch ein weiteres Frühlingsmotiv mit dir malen. Also abonniere doch am besten gleich mal meinen YouTube-Kanal, wenn du es nicht schon getan hast, und lass uns auch beim nächsten Motiv gemeinsam kreativ werden.